Ich heiße Oliver Kemper, ich bin 52 Jahre und ich habe Morbus Bechterew. Also ganz ehrlich war das Schlimmste, als der Arzt mir das diagnostiziert hat. Er ist ein hervorragender Arzt gewesen, aber er hat einfach nur zu mir gesagt, Sie haben jetzt Morbus Bechterew, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Also ich bin da in ein sehr tiefes Loch gefallen. Ich sag mal, mich hat da meine Frau unendlich doll unterstützt. Ich glaube einfach am meisten, außer Ärzte oder Therapeuten, sie hat da die Hauptarbeit geleistet, weil vom Kopf her war das für mich unendlich schwer, damit umzugehen. Genau. Weil ich hatte sofort das Bild im Kopf, dass ich niemals auf der Hochzeit meiner Söhne mit meinen Schwiegertöchtern tanzen könnte, weil meine Wirbelsäule versteift ist. Durch die Vereinigung Morbus Bechterew und halt durch Seminare und auch Rehabilitationen hat sich das Bild geändert, dass ich weiß, dass die Krankheit zwar nicht heilbar ist, aber man mit ihr gut leben kann. Wenn mal wieder ein Schub ist, dann bin ich schon eingeschränkt, aber ich persönlich glaube einfach durch Medikamente, durch Ernährung und halt auch durch Sport, dass ich die Krankheit dahingehend in den Griff kriege, dass sie nicht schlechter wird. Ich lebe nicht für die Erkrankung, sondern die Erkrankung muss mit mir leben. Und ich sage immer so spaßeshalber, dass ich von den 365 Tagen des Jahres 360 Tage ich gewinne und 5 Tage der Bechterew. Und das ist für mich ein völlig akzeptables Ergebnis, um damit zu leben. Wenn ich laufen kann, dann, oder auch den Hindernislauf machen kann, das sind so Sachen, die zwar körperlich anstrengend sind, aber mir danach ein unwahrscheinliches Glücksgefühl geben. Wenn ich diese Läufe mache und wie gesagt, wir stehen dann alle am Start und wenn es dann losgeht, das ist so ein Kribbeln, so eine kindliche Freude. Bei ganz vielen Hindernisläufen ist das erste Hindernis ein Wasserhindernis und das heißt rein in das Wasser oder in schon erstmal in Schlamm rein und man hat halt überall schon den Dreck an sich sitzen. Und das ist so ein absolutes tolles Gefühl. Es ist einfach schön, sich mit über 52 noch in den Dreck schmeißen zu können. Das ist für mich Lebensfreude. Mir geht es nicht darum, irgendwelche Läufe zu gewinnen. Dafür bin ich einfach zu alt. Dafür sind auch andere Leute da, die das auch wesentlich jünger sind. Ich schöpfe da sehr viel Kraft raus, einfach weil ich weiß, ich kann es noch machen. Und das hilft mir bei dem Umgang mit der Erkrankung. Ich wünsche mir für die Zukunft mit Morbus Bechterew, dass ich mein Leben genauso weiterführen kann, wie ich es jetzt kann. Mit viel Sport und einfach Spaß am Leben zu haben. Nachdem die ersten 5 Minuten ich die Scheiße verfluche, sage ich, genau das ist es, was mir hilft, mit der Krankheit umzugehen. Genau das ist es und nichts anderes. Das ist für mich das Fazit dadurch. Ich habe einfach tierisch viel Spaß, ich kann mich dreckig machen, ich kann in den Matsch springen, ich kann ins Wasser springen, ich kann klettern, ich kann mich einfach, vielleicht noch mal Kind sein in dem Ding. Und das ist einfach für mich genau der Weg, um mit der Krankheit umzugehen.